So, ich habe ein Stück Vlies übrig, dieses hellrosane. Ja, zu wegwerfen, zu schade, aber was macht man damit? Ich dachte mir, ich packe das als kleines Bäumchen ein. Hier habe ich mir eine ganz einfache Dreiecksform geschnitten, habe hier ein Stück Ast und schneide mir jetzt dieses kleine Stück einfach in Streifen erstmal. Weil einfach so drumrum legen, da hat man so ein Gewurstel, das möchte ich nicht, sondern ich schneide mir jetzt sozusagen ein Band daraus. So, und die werden jetzt so gespannt da drauf geklebt. Also ich fange einfach hier an. Das war aus Versandkarton. Kleines bisschen lasse ich es überlappen, damit ich es da nachher dann auch ein bisschen nachher zukleben kann. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass der Karton unten drunter gesehen wird. Ach, natürlich, wenn also Aufkleber drauf sind, das sehe ich jetzt gerade. Das ist natürlich besser, wenn ihr die wegmacht. Weil je nachdem, mit welchem Stoff ihr das drüber klebt, würde man das Dunkle sonst dadurch durchleuchten sehen. Das sieht vielleicht nicht so schön aus. Aber so Paketaufkleber oder was auch immer für Aufkleber drauf sind, die kann man eigentlich normalerweise das nicht gut entfernen. So, dass man es auf jeden Fall zum Basteln nutzen kann. So, dann kommt das. Nächste. Könnt ihr natürlich auch, je nachdem wie stark ist bei euch, was für eins ihr habt, was da gut klebt, ihr könnt natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen, das geht natürlich auch. Dann kann man es auch mit Kindern gut basteln, ohne dass man Angst haben muss, dass einer die Finger verbrennt. Solange es noch hier nicht ganz durchgehärtet ist oder ausgekühlt, kann man das noch ein bisschen dann rüberschieben. Wenn ihr merkt, so wie ich es eben gerade gemerkt habe, dass da ein Stück Karton rausguckt, weil das soll natürlich nicht passieren. Natürlich könnt ihr das auch mit Bändern machen, die ihr sowieso vielleicht schon habt. Oder wenn ihr einfach Bastelfilz habt, könnt ihr auch Bastelfilz einfach so in Streifen schneiden. Und dann kann man das auch machen. Wie jetzt bei der Spitze, da schneide ich jetzt einfach so ein
bisschen schon mal ab. So, und jetzt klebe ich die nachher wirklich wie eine Spitze aussieht. So, wenn jetzt sozusagen wie hier zum Überlappen so ein kleiner Unterschied ist, weil ich habe natürlich jetzt nicht ausgemessen die Breite, ich habe die jetzt einmal nur noch frei nach Schnauze geschnitten. Dann kann man das so ein bisschen angleichen noch. Ihr könnt natürlich den Stoff auch wellenförmig direkt schneiden. Oh, ich finde das eigentlich sehr süß. Was man auch machen könnte, man könnte jetzt hier eine Lichterkette noch drumherum wickeln oder man könnte hier kleine Perlchen aufkleben. Ich brauche jetzt hier noch meinen kleinen Stamm. Überlegen, was für eine Länge. Ich nehme das einfach ein alter Ast. So, das mache ich gerade mal hier noch kurz ein bisschen auf. Und dann noch ein bisschen Kleber hin. Und dann klebe ich von unten sozusagen die Sichtseite des Kartons einfach zu. Jetzt hier ein bisschen über die Fusseln noch wegmachen, aber sonst ist das wirklich ein süßer kleiner Tannenbaum. Ja, nur aus also Stoffrest plus einfach Versandkarton und einfach ein vertrockneter alter Ast und schon ist ein kleiner Weihnachtsbaum entstanden. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und vielleicht habt ihr Lust, sowas auch mal nachzubasteln.